it stops, no one knows. We're going down. We're going down. Hi ihr Lieben, heute nehme ich euch mit zu einem besonderen Autoshooting mit dem lieben Raphael, einem guten Freund von mir, der sich als Modell zur Verfügung gestellt hat. Ich wollte meinen neuen Kamerarucksack testen und dafür ist nichts besser geeignet als ein Outdoor-Shooting. Den Kameratest, den verlinke ich euch am Ende. Ursprünglich hatten wir uns überlegt, dass wir moody Männerporträts in der Natur fotografieren. Atmosphärisch, düster, mit viel Schatten, dunkler Farbgebung. Sowas hatten wir geplant. Dafür hatten wir ein extra Moodboard vorbereitet und im Februar erschien perfekt. Bewölkter Himmel, diffuses Licht, genau das, was wir wollten. In Deutschland also eigentlich gar kein Problem mit der Umsetzung. Hier ist es ja eigentlich immer grau. Und dann kam alles anders als gedacht. Es war der sonnigste Tag überhaupt. Blauer Himmel, strahlende Sonne, 4 Grad, bitterkalt. Also die Moody-Idee konnten wir damit leider getrost vergessen. Aber genau das ist das Spannende an der Fotografie. Man sagt nicht das Shooting ab, nur weil die Bedingungen nicht stimmen, sondern macht das Beste aus den Bedingungen. Und somit zeige ich euch heute, wie man mit Sonne arbeiten kann, um perfekte Outdoor-Porträts zu erlangen. Und nun, los geht's! Hi, mein Name ist Tanja, ich bin Porträt- und Produktfotografin aus Düsseldorf. Für dieses Shooting hatten wir uns vorab schon einen richtig coolen Look inspiriert. Ich hatte bei Raphael einen Kunstpelzmantel gesehen und wusste sofort, den will ich für dieses Shooting. Diese besondere Textur und Struktur bringt Spannung ins Bild und die kann man perfekt in Szene setzen. Aber der Raphael, der hat mich dann komplett überrascht. Der hat einen richtig coolen Gypsy-inspirierten Look mitgebracht. Skinny Jeans, Stiefel, Hut und Statementketten, perfekt für Detailshots. Ich wusste, das ist das ideale Outfit, um dieses Naturshooting zum Leben zu erwecken. Meine Ausrüstung für dieses Shooting. Die Kamera ist die Sony Alpha 7 Mark III, die Objektive Sony 50 mm f1.8 und die Sony 85 f1.8. Warum diese gerade, erkläre ich euch später. Und zusätzlich habe ich einen Filter verwendet, und zwar den Black Mist Filter mit 1/4 Diffusion von KF Konzept. Den habe ich mir selber gekauft, das ist keine Werbung, aber ich wollte den gerne haben, um einen weicheren cinemastischen Look zu kreieren. Meine Settings, überwiegend hatte ich die Blende auf 1.8, es sei denn, ich wollte mal ein bisschen mehr Schärfe kreieren. Warum das so ist, erkläre ich euch später. Die ISO war immer bei 100 und die Verschlusszeit habe ich dann manuell angepasst, je nachdem wie ich sie brauchte. Unser erster Spot war direkt nach der Ankunft, und zwar ein kleiner, schmaler Streifen mit einigen Bäumen. Dahinter war ein Spielplatz. Aber hier kann man wieder sehen, man braucht nicht viel Platz, um gute Porträts zu erschaffen. Ich habe mich dazu entschieden, die Blende auf 1.8 zu verwenden, um diesen schmalen Bereich optisch etwas zu vergrößern und den Hintergrund und die Menschen auf dem Spielplatz komplett im Bouquet verschwinden zu lassen. Für diese Szene wollte ich Raphael beim Rauchen porträtieren, weil Rauch im Gegenlicht eine ganz tolle Wirkung hat. Deshalb wusste ich schon, dass die Sonne von hinten kommen muss und dass ich Raphael im Profil aufstellen muss an dem Baum, weil es hier nicht anders umsetzbar war. Da er im Profil war, hatten wir die Kamera zugewandte Seite im Schatten und somit weiches Licht, während die Sonne als ein Konturlicht entlang des Profils wirkte. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass solch starkes Sonnenlicht, vor allem wenn es direkt von hinten kommt, nicht immer zu 100% ausbalanciert werden kann. In der Nachbearbeitung habe ich dann nachgeholfen, um das Bild noch weiter zu optimieren. Trotzdem hat es eine wunderschöne Lichtstimmung ergeben, die diesen dramatischen Effekt verstärkt hat, den ich mir für die rauchenden Porträts gewünscht hätte. Unser nächster Spot war 50 Meter weiter, und zwar gibt es da einen Teich oder so einen See mit einem tollen Uferbereich. Den Uferbereich fand ich so spannend, weil der Boden mit Erde und mit Blättern bedeckt war. Ich habe auch hier mit der Perspektive gearbeitet. Zum einen bin ich nach unten gegangen, so dass ich die Bäume im Hintergrund als natürlichen Rahmen nutzen konnte und den langweiligen Gehweg, der direkt daneben war, ausblenden konnte. Als zweites habe ich manchmal von oben fotografiert, so dass ich dann die Erde und die Blätter als Hintergrund nutzen konnte.
Die Lichtnutzung und das Posing. Ich habe mich dazu entschieden, sowohl hartes Licht als auch diffuses Licht zu verwenden. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe Raphael so positioniert, dass die Sonne ihn quasi direkt angeleuchtet hat und so mit dem harten Licht gearbeitet. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr gegebenenfalls das Modell den Kopf anheben lasst, damit die Sonne keine harten Schatten unter den Augen verursacht. Und dann habe ich Raphael einmal so 10 Meter oder noch nicht mal 10, 2 Meter zur Seite versetzt, so dass er im Schatten der Bäume saß. Und dann hatte ich wunderschönes, diffuses Licht, die ich für die Porträts nutzen konnte. Zusätzlich habe ich immer darauf geachtet, dass wir mit dem Posing spannende Bildkomposition ergeben, indem ich halt die Ellenbogen und die Beine in unterschiedlichen Winkeln und nicht symmetrisch angeordnet habe, damit das Bild halt stimmig bleibt und spannend. Do you dare to follow me down? Head into the unknown. Bevor wir zum nächsten Spot kamen, haben wir eine schlicht wirkende Parkbank am Teich genutzt. Aber genau hier wurde wieder einmal deutlich, wie sehr kleine Anpassungen eine große Wirkung haben können. Da direktes Sonnenlicht Strukturen und Texturen besonders schön betont, habe ich diesen Spot genutzt, um Detailaufnahmen durchzuführen. Die Bank stand direkt am See und die Sonne reflektierte sich auf dem See und hat wie so einen hellen Spot produziert. Ich stand hinter ihm und habe ihn genauso geframed, dass er im Spot sitzt, so dass er sich von der Umgebung noch mehr abhebt. Neben der Bank gab es ein kleines kreisförmiges Podest, das ich für ein spannendes Lichtspiel genutzt habe. Ich habe Raphael so positioniert, dass eine Seite direkt vom Licht getroffen wurde, während die andere Seite im Halbschatten lag. Und das hat wirklich eine ganz tolle Dynamik und einen starken Kontrast gebracht. Also das nennt man ein Split Lighting und dieses Bild ist dabei entstanden. Dieser Spot ist einer meiner Lieblingsstellen in diesem Park. Er ist wirklich nur winzig, aber ich finde eine wirklich tolle Atmosphäre. Warum liebe ich diesen Ort so? Der Boden ist voller Steine und Erde, was eine raue, natürliche Struktur gibt. Die Pinien im Hintergrund lassen den Ort wirken, als wäre man irgendwo in der Wildnis und nicht mitten in einem Stadtpark. Die trockenen Sträucher im Vordergrund konnte ich perfekt als natürliches Bouquet-Element nutzen. An diesem Spot habe ich ganz bewusst mit den Perspektiven gespielt. Man muss kreativ werden, wenn man so wenig Platz nur zur Verfügung hat. Ich bin zum Teil ins Unterholz gekrochen, um die Bilder zu machen. Und habe dann vom 85er auf den 50er gewechselt. Das 35 mm habe ich nicht genutzt. Warum? Naja, weil so gutes Wetter war, waren wir nicht alleine im Park und es war voll mit Menschen. Und deswegen musste ich den Ausschnitt enger wählen. Als Hintergrund habe ich ganz bewusst die Pinien eingesetzt. Zusätzlich habe ich mich oft auf den Boden begeben, um die trockenen Sträucher als Vordergrund zu nutzen. Also werdet kreativ, ihr schafft es auch in kleinen Bereichen große, tolle Ergebnisse zu erzielen. So, und jetzt sind wir schon fast bei der Hälfte des Videos angelangt. Wenn euch das Video bis hierhin gefällt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mich unterstützt, indem ihr mir einen Kommentar, Like oder ein Abo dalässt. Und nun gehen wir weiter zum nächsten Spot. Wir sind den Weg dann weitergewandert und da ist ein Bereich, wo Steinplatten im Boden eingelassen sind, die später sogar noch von Wasser umgeben sind. Und die habe ich genutzt. Zuerst aber habe ich am Weg Raphael in Bewegung festgehalten. Ich habe darauf geachtet, dass von der Seite ein bisschen Gestrüpp kommt, das wieder die Sache ein bisschen spannender macht. Und dann sind wir weiter zu diesem Bereich mit dem Wasser. Hier waren Enten, deswegen habe ich natürlich die nicht stören wollen und wir waren sehr ruhig und mit Bedacht unterwegs.
Aber die waren total neugierig, die sind dann auch zu uns gekommen, weil die wahrscheinlich gedacht haben, wir haben Futter. Auf jeden Fall habe ich die Steinplatten als Framing genutzt. Damit die Perspektive auch stimmte, bin ich auf einen kleinen Hügel hochgeklettert und habe von oben nach unten fotografiert. Ich habe auch zwischendurch mal von unten fotografiert, um zu gucken, dass ich die Framing-Elemente quasi als Vordergrund nutze und Raphael immer so positioniert, dass es optisch ansprechend war. Dann bin ich auch einmal hinter ihn und habe mal über die Schulter fotografiert. Ihr könnt tatsächlich in einem Spot ganz viele verschiedene Sachen ausprobieren. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die nicht so gut funktioniert hatten. Wir wollten an den Steinplatten so mit dem Mantel so einen Matrix-Move machen und fotografieren. Aber die Ergebnisse haben uns nicht so überzeugt. Genauso wenig wie die Ergebnisse beim nächsten Spot, wo wir ein kreatives Konzept umsetzen wollten. Und zwar ist da eine Bambuswand. Und da hatten wir uns überlegt, dass Raphael den Mantel verkehrt herum trägt. Ich dachte oder wir dachten, das gibt eine ganz besondere Spannung im Bild, besonders mit den unterschiedlichen Texturen. Ein Foto hat es geschafft, und zwar dieses hier. Dann wollten wir mit der Verschlusszeit spielen und ein bisschen Bewegungsunschärfe bekommen. Hier ist nochmal ein Bild, aber das hat uns nicht so überzeugt. Wichtig ist, dass man kreative Ideen trotzdem probiert. Wenn die aber nicht überzeugen, dass man sich dann nicht an die Idee festbeißt und das auf Teufel komm raus versucht umzusetzen, sondern auch einsieht, wenn es halt gescheitert ist, der Versuch, und dann einfach kreativ umdenken. Und das haben wir hier gemacht. Beim Bambus war auf dem Boden ein Stein. Da habe ich Raphael hingesetzt und ich habe dann das Licht wieder genutzt. Das kam so leicht seitlich, dass man so eine Art Rembrandt-Licht hatte, mehr oder weniger. Um ein perfektes Rembrandt-Licht hinzubekommen, hätte ich den Raphael natürlich aufs Millimeter posen müssen. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte ihn lieber normal agieren lassen. Und dann noch ein paar Close-Up-Porträts machen. Ich habe in diesem Shooting ja auch ganz viele Ganzkörperporträts gemacht, weil ich ja die Umgebung mit einfangen wollte. Aber ich wollte natürlich auch ein paar Porträts, ich sag mal eng geschnittene Porträts, weil das ja so mein Stil ist. Und dann sind wir weiter zum letzten Spot. Der letzte Spot wirkt auf Anhieb erstmal total chaotisch, weil der Boden ist bedeckt mit toten, getrockneten Strohgestrüpp. Es wirkt sehr chaotisch, aber das fand ich genau spannend. Da war auch ein kleiner Durchgang wieder mit Steinplatten, die ich genutzt habe, um wieder Symmetrie ins Bild zu bringen, beziehungsweise führende Linien zu nutzen, die zum Raphael führen. Raphael hat dann im Gegenlicht gestanden und das Gegenlicht hat wirklich direkt in die Kamera reingehauen. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe während des kompletten Shootings schon den Linsen, die Streulichtblende verwendet, natürlich, aber trotzdem war die Sonne schon relativ tief und hat reingehauen. Ich hätte natürlich theoretisch noch ein bisschen mehr zur Seite gekonnt, damit die nicht direkt reinkommt. Aber das ging halt nicht, weil wir wirklich sehr vom Bereich limitiert waren. Deswegen sind die Bilder auch relativ verwaschen geworden. Aber ich finde, das hat trotzdem so was Spezielles. Also ich mag es eigentlich. Ich habe dennoch natürlich in der Nachbearbeitung ein bisschen gearbeitet mit dem Dunstentfernregler, den Dunst halt etwas entfernt. Was man noch sagen kann. Hier an diesem Spot habe ich auch zwischendurch mal die Lensflares einfach mal reinkommen lassen, weil ich das sehr schön fand. Und dann hat Raphael mit seinem Mantel experimentiert, verschiedene Posen ausprobiert und zwischendurch mal den Mantel gehoben. Und da habe ich gedacht so, perfekt, das können wir doch gleich mal nutzen. Und dann habe ich ihn den Mantel über den Kopf leicht ziehen lassen, so dass er die Sonne blockt und wir eine Art Tunnellicht kreieren, weil das Licht drumherum ja quasi kommen muss. Dadurch, dass der Boden ja mit dem hellen Stroh bedeckt war, wurde auch Licht rein reflektiert. Und da hatten wir wieder wunderschönes, diffuses Licht, um Porträts zu machen. Ich hoffe, dass dieses Shooting euch wieder gezeigt hat, wie man mit Sonne arbeiten kann und dass man einfach kreativ bleiben muss, selbst wenn alles nicht so läuft, wie man will und die Bedingungen nicht so sind wie geplant. Einfach machen. Wenn euch der Sinn nicht nach Natur- oder Outdoor-Porträts steht, weil vielleicht das Wetter schlecht ist und ihr wollt lieber mit Blitz Indoor fotografieren, dann klickt unbedingt auf das verlinkte Video. Und ich sag schon mal, tschüss, bis nächste Woche!